Stellt euch mal vor, die besten Fußballer der Welt würden in altersbasierte Teams eingeteilt werden und in einem Turnier gegeneinander spielen. Wir hätten zum Beispiel das Team der 19-jährigen Megatalente wie Bellingham, Musiala und Pedri, die es mit 37-jährigen Legenden wie Cristiano Ronaldo, Chiellini und Thiago Silva aufnehmen würden. Würde die Erfahrung gewinnen oder ist es dann doch eher die Physis und die Energie der neuen Generation? Genau diese Frage klärt sich im heutigen Video, denn ich habe den großen Generationenpokal ausgetragen. Wir haben insgesamt 28 Teams von 15 bis 42 Jahre, die in 2 Gruppen aufgeteilt sind und um den Titel kämpfen. Die besten 4 jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein, von da aus geht es über ein Halbfinale dann weiter bis zum großen Finale. Dort entscheidet sich dann, welche Generation die beste der aktuellen Fußballwelt ist. Das erste Spiel unseres Pokals findet in Gruppe A statt. Dort treffen nämlich tatsächlich die 19-jährigen Wonderkids auf die 37-jährigen Legenden um Cristiano Ronaldo. Die 19-jährigen setzen auf Physis, die 37er dann eher auf Cleverness und Erfahrung. Aber erstmal passiert nichts. Erst in der 60. Minute fällt das erste Tor, Musiala legt auf das dänische Sturm Graz-Talent Højlund und der schiebt ein. Und auch die nächste Aktion in der 63. Minute gehört den Wonderkids. Bellingham auf, schon wieder, Højlund und es steht 2:0. Aber die Oldies geben sich noch nicht geschlagen, gegen Ende drehen sie nochmal auf. Chiellinis Traumball findet Marugo, der überraschenderweise schneller ist als die Defensive und der vollendet überlegt zum Abschluss. Kommt da noch was? Nein. Es bleibt beim 2:1. Die 19 Kickers sind sicherlich ein Anwärter auf den Titel. Nach den ersten 3 Spielen gegen 3 über 30-jährige Teams stehen sie bei 7 Punkten und damit knallhart auf Kurs Viertelfinale. Wir schauen mal rüber in Gruppe B und werfen einen Blick auf die 23-Jährigen. Diese Mannschaft bekommt von mir absolut das Prädikat Weltklasse, was bei den Namen aber auch wirklich kein Wunder ist. Mbappé, Ødegaard und Havertz sind nur die Spitze des Eisbergs. Dieses Team hier könnte wirklich jeden Wettbewerb der Welt gewinnen. Die Physis der Jugend und schon ein paar absolvierte Jahre im Profigeschäft machen sich auch richtig auf dem Rasen bemerkbar. Gegen Dynamo 34 mit Karim Benzema und Silva 39 mit Pepe als ihren besten Mann gab es 2 entspannte Pflichtsiege. Aber auch der Kracher gegen eine weitere Spitzenmannschaft, 29 Frontal, konnte mit 1:0 durch ein Tor von Mbappé gewonnen werden. Die 29-Jährigen sind eigentlich auch ein Mitfavorit, sie sind aber auch auf die Treffsicherheit von ihrem Topstar Harry Kane angewiesen. Der hat bisher in den ersten 3 Spielen noch gar nicht getroffen. Wir gehen mal weiter zum 4. Spieltag, denn auch der hat einige interessante Partien im Angebot und wir schauen mal in die Gruppe B auf das Duell zwischen Dynamo 27 und Union 24. So sieht die beste Mannschaft der 27-Jährigen aus und das hier ist die der 24-Jährigen. Man würde sich jetzt wohl einen absoluten Kracher versprechen. Am Ende habe ich tatsächlich so gar keine Spielszene für euch. Ein Kommentator würde ich jetzt vielleicht sagen, die Mannschaften neutralisierten sich auf hohem Niveau. 0:0. Für Dynamo 27 ist es schon das zweite 0:0 in Folge, denn auch der ZFC 22 mit Erling Haaland, der bisher nur einmal getroffen hat, konnte absolut neutralisiert werden. Erwachsene Leistung der 27-Jährigen, aber keiner ist erwachsener als diese Männer hier. 42 Jahre oder älter, diese weisen Männer werden angeführt von Gigi Buffon und bekommen vor allem eins, kolossal auf die Rübe. Nach 4 Spielen stehen sie ohne Punkte und mit 13 Gegentoren da. Besonders die 28-Jährigen hatten so gar keinen Respekt vom Alter und trafen 7 Mal. Wir schrauben mal ein wenig an der Uhr und gehen zum 9. Spieltag. Die Gruppen sehen mittlerweile so aus, besonders die 19 Kickers und die 23ers treten extrem dominant auf. Ein Team, was mich bisher aber echt überrascht hat, sind die 18-Jährigen. Sie haben eine realistische Chance aufs Weiterkommen und bisher nur 2 Spiele verloren. Der italienische Nationalspieler Wilfried Gnonto ist bisher ihre Erfolgsgarantie. Er traf jetzt schon 10 Mal. Alle, die noch Wonderkids für ihren FM-Safe suchen, sollten jetzt mitschreiben. Das hier sind einige der aufregendsten Talente der Welt. Viele davon werdet ihr wahrscheinlich schon kennen. Neben Gnonto zeigen aber auch Garnacho von Man United, das norwegische Supertalent Schjelderup und Scalvini richtig starke Leistung. Wir schauen uns mal das nächste Spiel der 18-Jährigen an. Mal schauen, wie sich der BFC 41 um Joaquin und Maxi Rodriguez gegen sie schlägt. Und schon zum Anfang merkt man, dass das Pressing der jungen Talente eine Herausforderung sein wird. Gnonto schiebt früh zum 1:0 ein und in der 18. Minute trifft Kaiki nach einer Ecke von Anders Schjelderup. Und auch das 3:0 fällt nach einer Ecke, dieses Mal ist es Antonio. Der AFC 18 setzt Statement nach Statement und ist 4 Spieltage vor Ende der Gruppenphase auf einem richtig guten Weg in die K.O.-Runde. Am 10. Spieltag gab es in Gruppe A außerdem ein Derby, das auch tabellarisch sehr interessant ist. Die 30er treffen auf die 31er. Das Anfang 30 Derby. Wir haben hier 2 Top-Favoriten auf den Titel. Es stehen Spieler wie De Bruyne, Van Dijk, Neymar und Salah auf dem Platz. Die Zuschauer sehen ein richtig gutes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Das erste richtig dicke Ding hat Mané für die 30er, die hier in Rot spielen, aber sein Abschluss wird geblockt. In der 25. Spielminute ist es dann soweit. Ein Ball von De Bruyne rutscht irgendwie durch und Mahrez vollstreckt am langen Pfosten. 1:0 für die 31er. Direkt im Anschluss gibt es eine Neymar-Ecke für die 30er. Casemiro kommt reingesegelt und versenkt den Ball im Winkel. In der 72. Minute kommen dann nochmal die 31er bei Danilo, aber sein Abschluss verfehlt das Tor um ein paar Meter.
Das hier sind die Tabellen nach dem 10. Spieltag. Die 19 Kickers können sich während der letzten Spieltage schon fast ein wenig zurücklehnen. Ansonsten ist aber noch für alle alles möglich. Da dieses Video hier mit sehr viel Aufwand verbunden war, würdet ihr mir einen großen Gefallen damit tun, wenn ihr einfach mal ein Like da lassen würdet. Außerdem wäre auch ein Abo cool, denn über 85% von euch haben das noch nicht getan. Lasst uns das doch einfach mal ändern. Und schreibt mir doch außerdem mal in die Kommentare, welches der Teams ihr unterstützt. Bei mir sind es natürlich ganz klar die 28-Jährigen. Wir gehen mal zum vorletzten Spieltag der Gruppenphase, denn hier könnte es schon ein paar Entscheidungen geben. Also, Spieltag 12. Die 19 Kickers und die 31er sind schon durch, ansonsten ist es aber noch sehr spannend. In der Gruppe A hat 33 Dynamite noch eine letzte Chance, ein Ticket für die K.O.-Runde zu lösen. Das Team, das kurioserweise mit einem Haufen Ex-Dortmunder gespickt ist, hat gerade in einem mega wichtigen Spiel gegen den AFC 18 verloren. Gegen die 30er muss jetzt unbedingt ein Sieg her, sonst war's das. Wir gehen mal rein. Das hier sind die Aufstellungen. Die Offensive der 30er ist absolute Spitzenklasse und genauso starten sie auch ins Spiel. Schon nach 10 Minuten findet Salah Mané, die Ex-Liverpool-Connection sorgt fürs 1:0. Nur 3 Minuten später ist es dann Salah, der nach einem tollen Ball von Casemiro fürs 2:0 sorgt und nach 15 Minuten ist das Spiel eigentlich auch schon durch. Hummels sieht alt aus und Mané schiebt ein. Ab hier ist die Luft ein wenig raus, Tore fallen dennoch. Ein richtig gutes Spiel, in dem die 30er ihre Titelambitionen im Generationenpokal unterstreichen. Besonders Salah und Mané drehen hier massiv auf. Am Ende steht ein 6:2 auf der Anzeigetafel und 33 Dynamite ist raus. Ebenfalls verabschieden müssen wir uns jetzt schon von den 38-Jährigen, den 9-Klässlern der 15 Young Boys und noch ein paar Oldies. Ihr werdet gemerkt haben, dass ich in diesem Video nicht jedes Team detailliert vorstellen kann. Falls euch das aber interessiert, haue ich euch einen Link zu einem Twitter-Thread in die Kommentare, in dem ich einen Screenshot von jeder einzelnen Mannschaft poste. Variante 2 ist, dass ihr Kanalmitglied werdet, denn wie für jedes Experiment bekommen meine Kanalmitglieder auch für dieses hier alle Save-Dateien zur Verfügung gestellt. Danke an die, die schon am Start sind. Und auch in Gruppe B ist es am 12. Spieltag natürlich noch spannend. Die 23ers und die 26ers sind jetzt schon auf einem sehr guten Weg, aber so ganz durch sind sie noch nicht. Die 26-Jährigen haben am vorletzten Spieltag ein Kracherspiel gegen die 22-Jährigen um Erling Haaland. Mit einem Sieg kann diese Mannschaft hier den Einzug in die K.O.-Runde perfekt machen. Die 22-Jährigen brauchen hier aber unbedingt einen Sieg, sonst sind sie nämlich quasi schon draußen. Und ich sag mal so viel, Erling Haaland traf 2-mal, die 26ers sahen eine rote Karte in der 45. Minute, aber am Ende geht es 3:2 für die 26ers aus und der ZFC 22 um Erling Haaland ist ausgeschieden. Aufgrund der Ergebnisse in den anderen Stadien ist Gruppe B tatsächlich schon entschieden. Die 26ers, Dynamo 27, 28, die übrigens mit diesem Team hier ihr letztes Spiel bestritten haben, und die 23ers schaffen es, sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Union 24 mit Spielern wie Rashford, Lautaro Martinez oder Federico Chiesa scheiden aus, aber auch Top 20, Torpedo 32 oder den 29-Jährigen hätte ich wirklich mehr zugetraut. Sweet 16 fehlt wohl noch die nötige Erfahrung, sie konnten bisher gar kein Spiel gewinnen. Das gleiche gilt auch für die 39-Jährigen, die haben bisher als einzige Mannschaft wirklich jedes Spiel verloren. Und auch in Gruppe A ist eigentlich fast alles entschieden, ein Platz fürs Viertelfinale ist allerdings noch offen. Der AFC 18 muss im letzten Spiel gegen Messis Lokomotive 35 beweisen, dass sie den Einzug ins Viertelfinale verdient haben. Der FC 21 mit Kvaratskhelia, Enzo Fernandes oder Alphonso Davies und der FC 25 um Ruben Dias, Ousmane Dembélé oder Frenkie de Jong brauchen einen Ausrutscher der 18-Jährigen. Aber schon nach 10 Minuten in diesem Spiel wird klar, dass Gnonto, Schjelderup und Co. absolut kein Interesse daran haben. Ein toller Spielzug wird abgerundet von Gnontos Abschluss. Nach 32 Minuten steht es auch schon 2:0. In der 37. Minute macht Schjelderup den Deckel drauf. Viertelfinale für die 18-Jährigen. Damit haben wir auch in Gruppe A eine Abschlusstabelle. Das Team der 18- und 19-Jährigen vertreten die Gen Z, während die 30- und 31-Jährigen die Millennials repräsentieren. Die Abschlusstabelle in Gruppe B sieht so aus. Silver39 konnte tatsächlich doch noch ein Spiel gewinnen. Die 16-Jährigen verlieren mit 2:0. Im Viertelfinale haben wir dann diese Begegnung hier. Wir schauen uns natürlich jedes Spiel an. Let's go. Also, die 19 Kickers spielen im ersten Spiel gegen die 23ers. Bester Torschütze der 19-Jährigen ist Ansu Fati mit 14 Toren in 12 Einsätzen. Bei den 23ers ist Havertz mit 8 Toren der gefährlichste Spieler. So stellen die beiden Teams auf. Die 23ers sind rein von der Teamstärke der klare Favorit. Mal sehen, ob sie den formstarken Wonderkids standhalten können. In der 6. Minute gibt's schon das erste Tor. Mbappé schlägt eine Ecke auf den kurzen Pfosten. Da steht Osimhen und der macht ihn. 1:0. In der nächsten Spielphase sehen die Zuschauer dann ein sehr ausgeglichenes Spiel. Es gibt Abschlüsse auf beiden Seiten, wie hier ein Weitschuss von Musiala, aber so wirklich gefährlich wird es in der ersten Halbzeit nicht mehr. Gegen Ende der zweiten Halbzeit wird dann Topscorer Havertz eingewechselt und damit ändert sich das Spiel komplett. Steilpass Leao, Havertz ist durch und er schiebt den Ball an Verbruggen vorbei ins Tor. Die 19 Kickers werden jetzt offensiver, die Tore fallen aber auf der anderen Seite. Verbruggen sieht bei einem Freistoß von Alexander-Arnold gar nicht gut aus und Declan Rice staubt ab. Den Schlusspunkt setzt dann Kai Havertz in der 83. Minute. Am Ende steht es 4:0 und die 19 Kickers scheiden aus. Spiel 2 ist das Duell der 30er mit 28. Das hier sind die beiden Teams. Favorit sind hier ganz klar die 30ers, die spielen in Rot. Und sie starten auch richtig gut rein. Langer Ball von Son, der überraschend für Mané auf dem Platz steht und der macht ihn aber. 1:0.
Viel mehr kommt jetzt aber nicht mehr von den 30ers. 28 jetzt über Di Lorenzo, der flankt auf Almiron und der knallt das Ding an die Querlatte. Und da war drin. Ausgleich. Wir sehen auch hier wieder ein sehr ausgeglichenes Spiel. In der 85. Minute gibt es dann die nächste Szene. Milik steckt durch auf Almiron und der trifft tatsächlich zum zweiten Mal. Die 30er scheiden sehr überraschend aus und Team 28 trifft im Halbfinale auf den Gegner des nächsten Viertelfinals, AFC 18 gegen die Meister der Gruppe B, den 26ers. Hier wieder die beiden Aufstellungen und wir gehen auch schon rein. Der erste Aufreger des Spiels ist eine rote Karte. Jack Grealish sah in der 30. Minute gelb und in der 43. wegen eines taktischen Fouls an Schjelderup die gelb-rote Karte. Sehr unnötig. Damit hat der AFC 18, der hier natürlich der Underdog ist, eine Riesenchance aufs Halbfinale. Und die scheinen sie auch nutzen zu wollen. Wir sehen hier ein starkes Pressing gegen Anguissa in der 50. Minute, Scott auf Schjelderup und es steht 1:0. Aber auch zu 10 sind diese 26ers nicht zu unterschätzen. Koman gleicht nur 15 Minuten später aus. Jetzt wieder auf der anderen Seite. Luciano spielt auf Scott und der macht das Ding so eiskalt, als wenn er jetzt schon 20 Jahre Profigeschäft auf dem Buckel hätte. Die 26ers tun sich jetzt schwer, die Beine werden müde. In der 88. Minute gibt es dann nochmal eine Ecke von Pellegrini, der findet Merino und Tor! Sie gleichen hier tatsächlich noch aus, was für eine Energieleistung. Es geht ins Elfmeterschießen, die Favoriten hier sind natürlich die erfahrenen 26-Jährigen. Aber auch die jungen Talente stehen ihr Mann, bis zum 5. Elfmeter ist jeder drin. Dann tritt der Torschütze zum 2:2 Merino an und Kudjakov hält. Der AFC 18 schafft es tatsächlich ins Halbfinale. Das ist eine Riesenüberraschung. Ein Spiel im Viertelfinale haben wir noch. Es ist das Duell zwischen Dynamo 27 mit dem besten Mann Serge Gnabry und den 31ern. Deren bester Scorer ist Riyad Mahrez. Riyad Mahrez wird aber leider nicht spielen können. Das hier sind die beiden Aufstellungen. Dynamo 27 in Rot legt gut los. Nach 19 Minuten steht es 1:0 durch. Logisch, Gnabry. Die 31er kommen hier überhaupt nicht rein. Nach 36 Minuten ist die Bayern-Connection aus Gnabry und Goretzka nicht zu stoppen. 2:0. Und auch in der zweiten Halbzeit sieht es nicht gut aus für die 31er. Bruno Fernandes setzt sich richtig gut durch und macht ihn mit dem Außenriss rein. Am Ende steht es 3:0 und das war in der Höhe auch absolut angemessen. Und damit haben wir ein Halbfinale. Der AFC 18 trifft auf 28 und die 23 spielen gegen Dynamo 27. Und das Spiel schauen wir uns auch zuerst an. Dynamo 27 spielt hier in Rot-Weiß und in der ersten Halbzeit spielen weder sie noch die 23er sich auch nur irgendeine Chance heraus. Man merkt beiden Teams die Bedeutung dieses Spiels an. Wir befinden uns mittlerweile in der 48. Minute. Die erste Chance hat Dynamo 27. Sterling bekommt den Ball auf links, schließt ab, aber Donnarumma hält Weltklasse. Da sieht man mal, was es bringen kann, einen guten Keeper zwischen den Pfosten zu haben. Den hält echt nicht jeder. Wir gehen mal auf die andere Seite. Die 23er sind jetzt im Angriff. Die Hereingabe von Mason Mount ist aber ein wenig ungenau und Ake spielt einen unfassbaren Fehlpass. Oedegaard, Mount, Mbappé, Tor. 1:0 für die 23ers in der 63. Minute und sie machen genau da weiter. Jetzt schwimmt Dynamo 27 so richtig. Mason Mount kommt viel zu frei zum Kopfball, aber das ist eben nicht seine Stärke. Aber es geht weiterhin nur in eine Richtung. Matthäus Nunes dribbelt sich ohne Gegenwehr in den Strafraum, flankt auf Havertz und der köpft ein. 2:0 und das war's. Die 23ers stehen damit im Finale des Generationenpokals. Der Gegner der 23ers entscheidet sich im zweiten Halbfinale. Der AFC 18 als die absolute Sensation des Turniers tritt heute gegen die haushohen Favoriten von 28 an. Geht das Märchen der 18-Jährigen weiter? Wir gehen rein. 28 spielt hier im wunderschönen Gelb, Blau, Schwarz und legt richtig gut los. Nach nur 2 Minuten hat Kovacic zu viel Platz, er zieht ab, aber knapp vorbei. Sie bleiben aber dran, Cancelo legt den Ball auf Carrasco und der trifft zum 1:0. Bisher kommt noch so gar nichts vom AFC 18, sie werden hier absolut an die Wand gespielt. Und es geht genauso weiter. Kurze Ballbesitzphasen der 18-Jährigen werden immer wieder durch aggressives Pressing der 28-Jährigen gestört. Sie wirken hier einfach ein wenig wacher. In der 41. Spielminute verliert Kouliarakis den Ball, Almirons Schuss wird pariert, die Baller staubt aber ab. 2:0 zur Halbzeit und auch die zweite Halbzeit ist sehr, sehr, sehr einseitig. Schaut euch mal hier die XG-Grafik an. Die 18-Jährigen hatten kaum Abschlüsse und sie scheiden damit im Halbfinale aus. Ja, und damit haben wir ein Finale. Die 23ers mit Mbappé, Havertz, Osimhen und Co. gegen das Team 28. Das hier sind die Teams. Die 23ers haben eine wahnsinnig starke Offensive, während Team 28 defensiv solide sein sollte. Die erste Szene des Spiels haben die 28-Jährigen durch Robertson, doch der trifft den Ball leider überhaupt nicht. 16. Minute und wieder kommen die 28er. Carrasco flankt, doch Havertz klärt. Und wenn die 23ers irgendwas gut können, dann ist es Kontern. Oedegaard, Leao und Osimhen spielen das hier richtig gut aus. Am Ende landet der Ball auf rechts bei Hakimi, der wieder auf Osimhen und es steht 1:0. Doch der Schiedsrichter fasst sich ans Ohr, der Videoassistent wird eingeschaltet und das Tor wird kassiert. Osimhen stand hier ganz knapp im Abseits. Nach 21 Minuten bekommt Mbappé den Ball in der eigenen Hälfte und jetzt läuft er los. Er geht quasi an der ganzen rechten Seite vorbei und er geht bis in den Strafraum, aber da scheitert er dann an Ederson. 54. Minute, Freistoß Dybala und Latte.
Das hier ist ein richtig gutes Finale mit Chancen auf beiden Seiten, doch es fehlen noch die Tore. Vielleicht ja jetzt, es sind wieder die 28-Jährigen am Ball, über Di Lorenzo, der auf Memphis Depay und der schlänzt den Ball in die lange Ecke. Jetzt sind nur noch 25 Minuten zu spielen und die 23ers brauchen ein Tor. Vielleicht über ein Solo. Pulisic mit dem Ball, er geht glücklich an Fabinho vorbei, hat jetzt nur noch Ederson vor sich und auch den überwindet er. 1:1 und so bleibt es auch. Der Titel im Generationenpokal entscheidet sich heute hier im Elfmeterschießen. Und ich sage euch eins, es wurde ein langes Elfmeterschießen. Wir springen direkt zum 9. Elfmeter des Team 23. Jules Condé tritt an, nimmt einen kurzen Anlauf, zieht ab und er trifft. Und das war der letzte Elfmeter. Das Team 23 gewinnt den Generationenpokal und kann sich offiziell die beste Fußballgeneration 2023 nennen. Einer der absoluten Top-Favoriten holt hier das Ding. Das hier sind die Statistiken. Sadio Mané war Spieler des Turniers, aber auch abseits davon haben wir einige wirklich starke Leistungen gesehen. So, und jetzt schicke ich euch rüber zu diesem Video hier. Dort habe ich nämlich einen Pokal aus den größten Städten der Welt erstellt, in deren Teams nur Spieler spielen dürfen, die auch dort geboren wurden. Ist ein ziemlich nices Video geworden. Viel Spaß damit und bis bald.